Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute werden wir das machen, was wir gestern nicht mehr geschafft haben. Und zwar heute werden wir die Dungeons versuchen. Und dazu habe ich auch schon in den Dungeon Simulator mal eingegeben, wie jetzt die Chancen stehen. Und die sehen relativ gut aus, sag ich mal. Ne? Wir haben hier bei Single Sirenen 42% jetzt. Also in 2 Versuchen oder so sollte der fallen. Tower 23, dann ja, die Zauberschule 16%, also da geht einiges. Jan haben wir sogar fast auf 1%, ne? Das ist schon nicht verkehrt, das ist sogar sehr gut, ne? Und ja, mal gucken, was wir da an Level-Ups kriegen. Ich habe unter anderem noch einen kleinen Stärkestein gefunden, ja, gestern wollten sie gar nicht gönnen und heute gönnen sie mir dann nochmal einen Stärkestein, einen schwarzen Stein, so nämlich, ja, das wäre ja gestern nochmal ein großer gewesen, ja, und den würde ich einfach der Kunigunde geben. Jetzt fangen die Begleiter langsam an, schwarze Steine zu bekommen. Würde ich einfach mal den schlechtesten Stein rausnehmen. Mal gucken, haben wir da hier, das ist der in der Waffe wahrscheinlich, ne? Ja, dann setzen wir den mal hier ein, so, und ja, würden sagen, wir fangen mal von oben an. Ne? Ich habe gestern auch in einem Free Try schon hier in der Schwarzschädelfestung eingelegt. Ich muss mal gucken, wo jetzt der nächste hier ist. In der Schattenwelt irgendwie. Osteros, ja. Ja, das ist der Panther, genau. Ja, also Panther auch 3%, auch nicht verkehrt. Ne? Den davor hatten wir gelegt. Ich habe jetzt auch eine Etage mehr im Dämonenportal gelegt. Heißt, wir haben wieder ein bisschen mehr Lebensenergie und wir fangen einfach mal an im Olymp, würde ich mal behaupten. Ne? Der Olymp, singende Sirenen, First Try, der lag ja schon damals so gut wie, ne? Aber der gibt halt ja auch jetzt nicht so viel Erfahrung. Ne? Dann haben wir den im Märchenturm als nächstes. Ne? Da können wir auch nochmal schauen, ja, weiß ich nicht, also theoretisch, wenn der so gut aussieht, dann könnte der nächste halt direkt auch liegen, so, ne? Aber da müsste ich das jetzt nochmal eingeben, um den nächsten Gegner nochmal extra zu scannen. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, muss ich sagen, ganz ehrlich. So, ja, das Ding, das sockeln wir. Das ist es mir wert für die 17 Punkte, so. Zack, Steingewinnung, raus damit, bam. Und let's go, Abfahrt. So, der Tower. Ja, da hatten wir jetzt eine 23%ige Chance. Ich denke mal, die Beeren, ja, First Try sogar gleich. Fällt auch sofort. Eine Magierwaffe haben wir hier. Oh, 63 Durchschnittsschaden mehr. Ist natürlich deutlich besser, ne? Aber die Spanne ist nicht gut und alle Attribute ist auch nicht so gut. Ja, ist jetzt nicht so nice, sag ich mal. Ja, also wäre es eine Dreierwaffe, wäre schon cooler gewesen irgendwie. Ne? Ich meine, ein Durchschnittsschaden ist schon deutlich besser, ne? Aber ja, ich müsste noch denn, weiß ich nicht. Ja, also ich mach's nicht. Ja. Boah, aber der Turm, da fällt jetzt einiges hier. Ja, und jetzt haben wir hier Kundschafter-Handschuhe, die brauchen wir wahrscheinlich nicht. Boah, aber 510 Rüstung mehr ist auch schmackhaft, ne? Ja, das wird sich schon fast lohnen. Minus 28 nur auf die anderen. Ich glaube, das machen wir mal. Ja, brauchen wir ja auch nicht sockeln. Müssen wir mal auf die Rune schauen. Okay, die hat keine Lebensenergie-Rune. Steingewinnung. Ich glaube, das lohnt sich. Ja, der hat ja nur wenig an den Hauptattributen verloren jetzt. Dadurch, dass es halt ein Alle-Attribut Handschuh ist. So, ja, jetzt sieht es hier schon ein bisschen schwieriger aus. Dann gucken wir mal hier. Jetzt nach dem Turm haben wir hier in der Zauberschule die Spinne. Die fiel ja damals auch schon fast. Ja, und die ist jetzt auch down. Gucken, der nächste Gegner fällt auch sofort. Ja, tödlicher Anblick, auch down. Also es macht sich bemerkbar, dass wir ja, um einiges hier ein Stat-Upgrade gemacht haben jetzt. Das ist schon ziemlich nice. Hier haben wir endlich mal ein bisschen mehr Rüstung, aber alle Attribute kann ich leider überhaupt nicht gebrauchen. Ja, Hemoridor. Können wir auch mal reinschauen. Ist jetzt der nächste, der fällt. Mal gucken. Wie sieht der Oberork danach aus? Oh. Ja, der will noch nicht so ganz so, wie ich das möchte. So, nordische Götter. Was hat der für eine Chance hier?
6%. Sollte eigentlich auch fallen, aber wie gesagt, das sind halt alles Gegner, die geben nicht so viel Erfahrung. Ne? Wir haben jetzt so viele Gegner gelegt und haben jetzt erst ein Level abgemacht. Das ist natürlich, ja, da geben natürlich jetzt zum Beispiel der in Osteros, der gibt natürlich jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung, wenn der liegen würde. Ne? Der hat aber auch eine sehr gute Chance. Das war ja damals, wenn ihr euch daran erinnert, war das ja mega der Blockgegner, sag ich mal. Und jetzt hat er schon eine 6%ige Chance. Das sieht schon sehr gut aus. Und der würde nochmal ordentlich Erfahrung geben, wenn wir den besiegen. Ja, wir schauen mal, wie es aussieht. Würde uns ein paar Level-Ups bescheren. Ja. Dadurch, dass es halt ein Magier ist, ne? Ah, nice. Oh, der hat uns gar nicht so viel beschert hier. Okay, dann war Osteros auch noch nicht so gut, aber der 13. Stock, Jan, der würde uns einiges bescheren hier. Und nochmal ein schönes Upgrade hier an der Stelle. Das ist natürlich sehr nice, das nimmt man mit. Ja. Edelsteinsockel fügen wir gleich hinzu. Zack. Lebensenergie müssen wir tauschen. Runentausch mit dem Teil hier. Warte mal, haben wir vielleicht noch ein Item, was... Ah, das hat mehr Lebensenergie. Dann tauschen wir das mal. Gleich Plus gemacht hier. An dem Item. So, Runentausch. Das, zack, boom. Ja, umso mehr Lebensenergie. Ich meine, ich bin zwar schon am Cap dran, aber ja, nachher kann man sich ja vielleicht ein paar Sockels oder ein paar Slots sparen, wo man schon ein paar Widerstände reinknallen kann. Ne? Das ist so mein Gedanke gewesen jetzt. So, verbessern wir 5-mal und jo, fiel der auch. So, jetzt haben wir als nächstes in der Schattenwelt den Gegner, der als nächstes fallen würde. Ich würde aber auch gerne mal Jan probieren, weil Jan hat eine gute Chance hier zu fallen. Ne? Mit, ja, also ich sag mal mit, was waren das, 75% oder 73%, also 0,73%, ist das schon eine gute Chance. Glaubt mir, das ist schon nicht verkehrt. Wir können auch im Wirbelwind mal gleich probieren. Da hingehend sind wir ja auch noch, haben wir ja noch gar nicht weiter probiert. Das ist natürlich auch immer eine gute Anlaufstelle, ja. Und hier haben wir auch den nächsten Gegner besiegt. Ne? Bekommen Geschick-Item, mal schauen, plus 26 nochmal hier, ja. Dann machen wir nochmal den Runentausch hier mit der Puppe, damit wir hier auch die Lebensenergie behalten, ist mir auch ganz wichtig. Ja, auch wenn es ja minimal nur was bringt, aber jedes bisschen hilft. Zack, es war wieder ein ganz schöner Pilz-Waste, aber ist in Ordnung. So. Edelsteinsockel, boom, ist ziemlich teuer das Ganze, aber muss gemacht werden. So, haben wir das. Mal schauen, wie sieht der nächste aus? Der Menschenfresser. Müsste man nochmal durchscannen. Oh, nice. Ne, fiel auch direkt. Das ist natürlich ziemlich erfreulich, ja. Und der fällt auch direkt. Und wir sind Stufe 290 und bekommen nochmal eine Waffe 3 Stat, aber die Spanne ist nicht so gut. Aber mal schauen, vielleicht ist die von den Stats... Oh, Dicker, ja, das müssen wir nehmen. Spanne ist nicht gut, aber der Durchschnittsschaden ist ja nochmal deutlich höher als bei dem hier. Ja, dann, ja, Edelsteinsockel. Gute Upgrades hier. Ja, Steingewinnung. Boom, let's go. Markfahrt auch nochmal gleich ein bisschen stärker. Und wir haben Stufe 290 übrigens auch erreicht, ne? Das ist natürlich auch ziemlich nice mit Schritten, mit großen Schritten auf die 300 hinzu, ne? Ja, wir werden heute nicht ganz so viele Pilze ausgeben. Wir werden morgen nochmal ein bisschen reintryen, weil ich muss mir für heute noch ein paar überbehalten. Oh, der war auch knapp gewesen. Ne? Also da muss ich auch nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen Pilz sparen unterwegs sein, weil ich möchte ungern nochmal selbst aufladen. Das würde ich ungern wollen. Deswegen machen wir noch so um die 60 Tries und dann... Ja, ist für heute erstmal finito, aber es geht morgen dann direkt weiter mit den Dungeons so. Wir haben noch einiges vor uns, der Wirbelwind, der gönnt noch richtig hart hier. Ja, wir haben hier schon gut ein bisschen was ja, zugespammt, das ist natürlich auch ziemlich nice. Man kann natürlich auch noch immer weiter so machen, ne? Wie gesagt, wir könnten jetzt noch Jan besiegen, der ist theoretisch machbar mit der Prozentchance, die wir hier haben. Allerdings, ja, wie gesagt, muss ich mir immer ein paar Pilze aufheben, dass ich so mein Daily Stuff machen kann. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Außerdem ist auch in der Unterwelt mein Herz hier im Ausbau. 2 Tage, 5 Stunden noch und auf Stufe 11 und danach können wir auch den Gladi gleich hochziehen, wenn ich die Seelen dafür zusammen habe. Aber bis dahin habe ich ja nochmal ein paar Seelen gefarmt. Ne? Und ja,
mal gucken, wir tryen nochmal ein paar. So, jetzt haben wir noch so um die 40 Pilze, die wir ausgeben können. Und werden das auch machen. Kommen im Turm auch nochmal voran. Das ist natürlich auch immer ziemlich nice. Ja, zwecks auch nochmal dem Sammelalbum hier, ne? Da muss ich natürlich auch immer noch ein paar Einträge sammeln durch die Dungeon-Gegner. Und natürlich, nicht vergessen, das schöne Gold, was natürlich durch die Quests natürlich auch nochmal umso besser schmeckt, ne? So, jetzt bin ich hier angehalten, in Jan ein bisschen was reinzustecken, aber den machen wir vielleicht morgen oder so. Der kann ja noch einen Moment warten. Wie sieht es eigentlich aus mit Königin Mutter? Alter, der Geschickgegner, der ist ja tatsächlich auch gar nicht so verkehrt. Ja, dann werde ich heute, glaube ich, meine Alu spielen und dann vielleicht, ja, heute nochmal nach dem Tag dann meine Stats einscannen und gucken, wie es dann aussieht von den Tries her. So, mal gucken, Wirbelwind. Das ist eine Blockade, aber wenn der fällt, dann sollten auch noch ein paar mehr fallen, gleich im Anschluss. Jawohl, so sieht das aus hier, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ja, so muss das. Ja, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen über unserem Limit, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Keine Schuhe am Start. So, jetzt haben wir hier viele Items, die ziemlich viel Gold bringen. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht die Items zerlegen, die nicht ganz so viel Gold bringen, wegen der Kristalle. Ja, wegen der Metalle. So nämlich. So wird ein Schuh draus. Und ja. Ja, ist immer schade, die Dinger hier wegzuschmeißen, aber das frisst halt alles Inventarplatz. Ne? Und den muss man natürlich irgendwie, ja, wegräumen, so, ne? Weil wir haben ja nachher noch unsere Quest, die wir hier machen. Und ja, dann haben wir jetzt 290 erreicht, ne? Wie gesagt, da ist noch einiges an Potenzial rauszuholen. Das wird auf jeden Fall morgen weiter gemacht. Und ja, für die heutige Folge war es das erstmal. Wir wollen nicht für unser ganzes Pulver verschießen. Wie gesagt, ja, ich musste ja auch mir ein bisschen die Pilze immer einteilen, so wie ich sie bekomme. Und ja, ich denke mal, weiß nicht, im Märchenturm sah es jetzt schon kritisch aus. Da muss ich mal schauen. Herr Moridor auch nicht so viel, gibt aber auch nicht viel. Olymp gibt auch nicht so viel. Wie gesagt, der Einzige, der jetzt richtig gönnen würde, wäre Jan. Und in der Schattenwelt vielleicht auch, der sah nicht verkehrt aus. Im Wirbelwind könnte noch ein bisschen was fallen. Ne? Aber da werden wir morgen schauen, wie es da aussieht. Wir machen nochmal einen letzten Free Try nochmal hier in der Schattenwelt. Vielleicht kriegen wir damit nochmal das Level up. Mal schauen, wie es aussieht. Vielleicht die Kunigunde? Nee. Okay, gut. Dann soll es das für heute erstmal soweit gewesen sein. Wie gesagt, morgen geht's weiter, fröhlich weiter, ne? Peu à peu. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gern eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten, ja, Verzauberung war ja auf dem Farm-Equipment. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.